Freunde, ich habe was auf dem Sperrmüll gefunden. Heute wieder mal mein Glückstag. Einfach eine riesige Glasplatte. Das kann ich nicht mitnehmen. 3 Millionen Aufrufe und fast 2000 Kommentare, in denen gerätselt wurde, was das hier ist. Durchmesser 90 cm und ein Kompressor mit einem Leck. Ich gebe euch jetzt noch wenige Sekunden mit zu rätseln, was das für ein Teil ist. Es ist komplett aus Glas. Es ist wirklich schwer. Es ist konkav oder konvex, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Es ist eine Dunstabzugshaube, Freunde. Das Ding hängt so über der Kochinsel. Oh Gott! Und sehr gut zu erkennen, dieser schlonzige Schlons. Und weil das Teil natürlich schreit, mach irgendwas mit Licht, werden wir hieraus ein Lichtobjekt bauen. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken jetzt mal, ob wir es sauber bekommen. Deutlich hartnäckiger, als ich dachte. Da brauche ich was Chemisches. Harzentferner sollte das ja wohl regeln können. Wow! Okay, das ist krass, Leute. Alter, ihr spürt das ja jetzt nicht, aber eben war das so ein richtig kratziger Widerstand. Und jetzt ist das einfach komplett smooth. Ist das geil. Sogar hier, das ist richtig heftig fettige. Das ist halt das Geile an Glas, ne? Ja, Seite 2. Ja. Das ist richtig schön lecker. So, mal gucken. Oh, das Zeug ist der Hammer. Was denkt ihr? Das war doch schon der schwerste Teil vom ganzen Projekt. Sehr befriedigendes Ergebnis. Ich finde diese Lichtreflexion auch so geil hier, ne? Wäre auch geil damit was zu machen, aber ich glaube, das Teil kommt an die Wand und wird eine Wandleuchte. So, finaler Sprüh und dann nochmal trocken rubbeln. Und zwar im Gespensterkostüm. Wenn Karneval vorbei ist, Freunde, wird auch dieses letzte Bettlaken recycelt. So, Freunde, das ganze Ding soll lackiert werden und ich habe mir schon was Geiles überlegt. Funkel, unsere Salatschüssel sauber. Warte, man kann durchgucken. Das konnte man vorher nur hier. Ich habe es mal gegen die Wand gestellt. Sehr interessant. Schaut mal die Lichtreflexe, ja? Und wenn ich das jetzt umdrehe, das Teil, also die Wölbung nach außen mache quasi, habe ich einen ganz anderen Effekt. Das ist jetzt viel ruhiger. Es ist mehr wie ein Spiegelbild. Ich finde die erste Variante tatsächlich interessanter. Man muss ja überlegen, das ist jetzt nicht den ganzen Tag an. Das heißt, auch tagsüber, wenn es aus ist, hat es dann einen interessanteren Effekt. Was mir nur nicht so gefällt, dieses Blau. Beziehungsweise dieser Grünton. Deswegen versuchen wir das jetzt zu lackieren. Hier oben übrigens ist ein kleiner Schaden, aber ja, es ist wie es ist. Und als Lack, Freunde, habe ich was richtig Geiles gefunden. Transparenter Lack in Orange für Autorücklichter. Ich habe schon mal einen kleinen Test gemacht und da sieht man, wow, das ist echt interessant. Also da bekommt man so einen orangenen Ton mit hin und deswegen versuche ich jetzt diese ganze Scheibe orange einzufärben. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Finalreinigung. Alter, wenn das jetzt nicht geil aussieht, dann sieht es halt nicht geil aus. Das wäre blöd. Shit. Gut, das hat perfekt geklappt. Das ist so eine klassische Situation. Ich weiß eigentlich, nicht der beste Plan, aber ich muss es einfach testen, um zu wissen, ob ich recht gehabt habe. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Okay, es sieht erstmal interessant aus, aber von unten sieht man richtig die Partikel. Scheiße, ich glaube, das war ein heftiger Fail. Boah. Okay, neue Dose, es hilft ja nichts. Das sieht doch geil aus. Also das finde ich jetzt schon mal vielversprechend irgendwie. Ey, was wirklich so ist, Leute, mit diesen Pistolen tropft es viel weniger. Das ist so geil, du kriegst so ein viel besseres Sprühergebnis. So, 20 Minuten gewartet. Leider nicht so geil geworden. Es ist halt einfach zu wenig Farbe. Ich meine, guckt euch mal diesen Unterschied an. Zu diesem Orange und zu diesem Orange. Das ist ja nix. So in diese Richtung muss das eigentlich gehen. Das muss richtig poppen. Leute, ich habe hier gerade ein bisschen Dreck weggemacht. Und jetzt habe ich hier voll die Farbdifferenzen. Mann, scheiße. Da sieht man es am Lappen. Das ist irgendwie... Ja, irgendwie ist, glaube ich, die Lackschicht nicht ganz ausgetrocknet. Beziehungsweise es ist halt wie so ein Pulver auf der Lackschicht. Scheiße. Jetzt muss ich nachbestellen und gucken, ob man es noch gerettet bekommt. Oh, sehr deprimierend alles. Was für ein Fail, ey.
Aber Leute, es hilft ja nichts. Ich habe mir jetzt neuen Lack besorgt und knalle einfach noch mehr drauf. So, abwarten und trocknen lassen. So Freunde, nach dem Motto, viel hilft. Hilft viel? Habe ich die ganze Karre trocknen lassen. Ich habe mich jetzt auch davon verabschiedet, dass das hier super geil, perfekt lackiert werden muss. Durch diese Reflexion sieht man auch diese Unebenheit nicht. Und Leute, ich meine, ey, Alter, ist das flüssiges Karamell oder was? Guckt mal hier mit dem Licht jetzt drunter. So habe ich mir das vorgestellt. Schön orange. Ich weiß nicht, wie geil es aussehen wird. Das sieht man erst, wenn es an der Wand hängt. Deswegen baue ich jetzt so einen Lichtring und dann knallen wir die ganze Sache zusammen, hängen es auf und gucken mal. Ich kann es gar nicht sagen, wie es wird. So, da ist hier noch ein bisschen weites zum Mittelpunkt. Werde ich das Ding erstmal verlängern. Dafür nehme ich einfach hier so ein Stück altes Aluminium, habe ich am Rhein gefunden. Ist komplett verbogen. Passt aber. Alter, hier ist noch so viel Erde drin. Das lag echt so voll im Schlamm. So Freunde, schnell gemacht, keine große Sache. Jetzt habe ich hier so eine Fräsverschlängerung. Das passt perfekt, denke ich mal, an unser Gerät dran. Easy festgeschraubt. Oh ne. Mist, das ist jetzt... Oh. Gut, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber es ist jetzt, wie es ist. So. So, zack. Jetzt haben wir es hier schön verschlängert und können eine schöne Runde drehen. Bei dem Ring habe ich hier noch kleine Haltestege gelassen, damit das nicht verrutscht beim Fräsen. Jetzt habe ich hier so einen Holzkreis. Kurz beischleifen hier. Und fertig ist unser wunderschöner Ring. Gebrochen! Nein! Natürlich nicht, Leute, das ist ein Multiplex. Was machen wir jetzt mit diesem geilen Ding? Richtig. Erstmal natürlich Hula Hoop. Ist ja klar. Oh. Voll schwer. Warte mal, jetzt aber. Aua! Das kann nicht so schwer sein. Jetzt aber. Das war krass. So, dieser Lichtschlauch soll jetzt einmal hier von innen und außen lang geführt werden. Dafür müssen wir aber erstmal diesen ganzen Klampel abschneiden. Ja. Ah ja. Okay. Sollte ja wohl kein Problem sein. Hier sind jetzt keine Markierungen zum Schneiden, deswegen schneide ich es jetzt einfach durch. Genau hier an dieser Stelle. Und bete, dass es funktioniert. Guter Plan, oder? Oh ne, da ist glaube ich eine LED. Nee, da ist keiner. Komm, Felix, schneid durch. So soll das aussehen. Den Übergang sieht man hinterher nicht mehr, denke ich mal. Hoffe ich mal. Jetzt muss ich das natürlich alles wieder verdrahten und gucken, dass es funktioniert. Explodieren, funktionieren, ihr kennt das. Boah, ist das fummelig, ey. Schön gucken, dass jede Litze draußen ist, damit es keinen kurzen gibt. Jetzt haben wir hier so eine kleine Testverlötung gemacht, Freunde. Und wir machen es jetzt gar nicht spannend. Ich stecke das Ding ein. Ich will wissen, ob es funktioniert. Nein. Verdammt! Warum nicht? Oh! Warum bin ich so dumm einfach? Ich hab's frittiert gerade. Ich habe gedacht, vielleicht müssen die Kabel irgendwie am Ende verbunden sein, wegen so hin und her laufen vom Strom und ja. Dem war nicht so, das ganze Teil ist komplett Schrott. Wieso mache ich sowas immer? Ne, also ich müsste eigentlich erst mal den Ring bauen und gucken, wo komme ich raus und dann einen Holzring fräsen und nicht vorher und dann hoffen, dass es passt. Das ist so dumm. Ich habe hier noch von meinem Prototypen damals einen schlecht verklebten LED-Ringschlauch.
So, testweise einfach mal rumgerollt. Ist jetzt die einfachste Variante. Glasplatte drauf und dann mal gucken, ob es geil aussieht. Okay, sieht auf jeden Fall nach was aus. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist hier dieser Übergang, ja. Und das Gleiche habe ich halt hier. Das sieht natürlich irgendwie blöd aus. Oh, ey, mit dem anderen wäre es so viel besser gewesen, ne? Aber jetzt habe ich nur das da. Ich will jetzt auch nichts Neues kaufen. Oh, Moment mal. Was wäre denn, wenn wir das mal anders machen würden und schlängeln uns hier so eine Wellenform rein? Ungefähr sowas. So. Gucken. Das ist doch mega geil. Wie so ein Glühdraht. Und wenn man das Prinzip jetzt auf den ganzen Ring überträgt, dann wird das doch bestimmt nach irgendwas aussehen. Aber es muss halt super genau sein, weil man sieht hier wirklich jede Ungenauigkeit. Das heißt, hier müssen jetzt überall Nuten rein. Tja, irgendwie auf dem Frästisch vielleicht, aber es ist natürlich... Es muss jetzt schon perfekt werden. Vielleicht mit der Origin. So Leute, was gibt's Schöneres, als ein bisschen auf dem Sofa abzuhängen und trotzdem was zu bauen? Und zwar virtuell mit Shaper Studio. Eigentlich ein einfaches Prinzip, hoffe ich. Ich nehme euch ein bisschen mit. Und zwar, ich habe jetzt 2 Ringe, Außendurchmesser, Innendurchmesser von meinem aktuellen Holzring. Das wird quasi eine Schablone. Und dann mache ich mir hier erstmal ein paar Linien. So, die kopiere ich mir dann einfach. Und dann habe ich hier ganz viele Linien. Das werden meine Fräsungen. Sieht jetzt noch ein bisschen wild aus, aber... Es wird sich gleich alles erklären. Die Ringe mache ich noch mal ein bisschen größer, kleiner, damit hinterher die Fräse auch ein bisschen mehr Platz hat, um ins Material zu fahren. Zack, zack, zack. Jetzt wähle ich mit dem Shapeshifter-Tool diese Bereiche aus. Das werden quasi meine Linien, die hinterher rausgefräst werden sollen in dem Ring. Das mache ich jetzt zu einem Objekt. Zack. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Das lösche ich. Zack. Weg damit. Und jetzt lege ich mir noch mal gerade einen Quadrat drauf. Das ist quasi von meinem Bench Pilot, die Größe, die die Maschine fräsen kann. Und wähle nochmal aus, was jetzt gefräst werden soll. Bam. Alter, das ist so geil, ne? Ich bin so gespannt, ob es gleich funktionieren wird. Das ist jetzt mein finales Ergebnis. Ich habe einmal einen Ring, da will ich eine Schablone rausfräsen, wo der dann gehalten wird. Und dann soll da perfekt reingefräst werden. Ob es funktioniert, werden wir gleich sehen. Okay, jetzt bin ich richtig gehypt. Kriege ich meine Idee in die Realität umgesetzt? Wir werden es ausprobieren. Ein bisschen Tape. Damit. Tisch ausrichten. So, ich scanne das mal neu ein. Schönes fettes 16 mm Ding. Und schon geht's los. So, erstes Ergebnis. Hier. Mal gucken, ob der Ring reinpasst. Boah. Yes. Alter, das ist so geil mal wieder, Mann, ey. Das wird nie langweilig einfach. Es passt perfekt so hier rein. Oh, guck mal, es hält einfach so. Oh. So, als nächstes jetzt die Slots hier. Ah. Hupala. Ja, okay. Doch ein bisschen mehr Kraft, als ich erwartet habe. Der hat sich hier verschoben, der Ring. Den muss ich nochmal irgendwie fixieren. So, den Ring drehe ich erstmal um. Stört ja nicht. Okay, geil. Einfachste Lösung ever. Einfach von unten festschrauben. Hier weiß ich auch, da wird nicht gefräst. Und jetzt zweiter Versuch. Was ein Setup, ey. Jetzt läuft. Tada! Ist das geil. Das hat so perfekt funktioniert einfach. Danke, kleiner Freund. Du hast mir den Tag gerettet. Nochmal ein bisschen abschleifen, Freunde, und dann ist gut.
Leute, das Ding ist eine komplette Schönheit. Ich bin äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist halt perfekt. Wir sind 100% genau beim Winkel rausgekommen. Einfach mega geil. Einfache Schablone, einfaches Prinzip und ein perfektes Ergebnis. Also das jetzt am Frästisch irgendwie machen, mit den perfekten Winkeln, dass die alle wirklich 100%... Ich weiß nicht. Geht sicher alles, aber mehr Bock macht es auf jeden Fall mit dem Ding da. Geil. Ich starte jetzt erstmal so, da kommt noch ein Loch rein, dann kann ich das Kabel durchführen. Aber die Idee ist im Prinzip, ja, so loszulegen. Vielleicht brauche ich was, wo ich das drumlegen kann. Mal gucken, so vielleicht. Das könnte doch gut sein. Alter, sieht jetzt schon so geil aus. Geil! Genau hier kann ich schneiden. Da ist eine Markierung. Diesmal sind nämlich alle 5 cm Markierungen. Trotzdem mal kurz den Strom ausmachen vielleicht. Geschnitten. Yes! Geil! Guck mal, das ist ja wohl perfekt, ey! Geil! Ich versuche mal jetzt hier die Kabel aus dem Weg zu bekommen. Kommt das hier rein, dann kann das Kabel hier zur Seite weggeführt werden und das hier kann dann hier anschließen. So, kleinen Tropfen Heißkleber. Geil! Man sieht die Stelle jetzt hier so ein bisschen. Ich hoffe aber, wenn das hier ein bisschen diffus unter der Platte ist, dass das dann passt. Okay, also... Alter, wie geil ist das bitte, ey. Wie perfekt das ist mit der Fräse, ne? 5,3 mm. Dann ist das schön Spack hier. Ich muss es gar nicht befestigen. Es hält einfach von sich aus. Es fällt natürlich nicht ab oder so, weil es perfekt eingeklemmt ist. Es ist einfach genial. Jetzt brauche ich noch eine geile Halterung für die Glasplatte und dann können wir es aufhängen. Diese Schraube muss jetzt hier befestigt werden. Ich habe leider keine Einschlagmuttern in der richtigen Größe, deswegen will ich hier hinten auf der Rückseite eine Mutter einfräsen. Und ich habe wieder mal einen Plan. Ich habe hier eine kleine Vorlage gemacht und im Zentrum einen Kreis, 10 mm. Den habe ich jetzt einfach eingefräst hier. Kleine Stahlhülse rein. Und jetzt kann ich meine Schablone einfach aufstecken. Hier ein bisschen sichern das Ganze. Und jetzt müsste ich theoretisch genau im Zentrum hier arbeiten können. So. Jetzt mache ich die Kontur. So, und jetzt schau mal, wie geil das im Zentrum liegt. Genau so muss das sein. Ja, das passt perfekt. Das kann ich schön reinkloppen. Das ist wieder so geil, ey. Jetzt einfach hier wechseln, einmal bam, bam. Oder die nächste. Ring ist fertig, jetzt noch die Muttern einschlagen. Alter, es ist so befriedigend. Absolut perfekter Fit. Geil. So, jetzt noch 4 Schräubchen, Imbus. Ja, die machen wir gerade nochmal geiler. Befestigungslöcher nicht vergessen. Die sichtbare Kante hier, die wachse ich noch. Ey, und dann sind wir fertig. Ab nach oben, installieren und gucken, wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt. Oh, geil. Hier will ich den riesigen Jaffa Cake hinklatschen. Let's go!
Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Leute, in meiner Euphorie habe ich vergessen, euch zu zeigen, wie ich das jetzt angeschraubt habe. Aber ich meine, wir wissen, wie es läuft. Loch, Dübel, fertig. Hat ein gewisses Gewicht auf jeden Fall. Ja. Unten einfach am Rand. Super. Es ist soweit, Leute. Licht an. Wow, Alter! Alter, ist das geil! Alter, das ist ein Teil von der Dunstabzugshaube, Leute. Wisst ihr noch, wie es vorher aussah? Freunde, ich habe was auf dem Sperrmüll gefunden. Selbst wenn das Licht aus ist. Alter, diese Reflexion. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Alter, wenn euch das Ding auch so gefällt, lasst mir einen Kommentar da. Danke an Shaper fürs Unterstützen und auch an alle, die bei Patreon und bei YouTube dabei sind. Vielen Dank fürs Supporten. Kommt gerne dazu, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und dann sehen wir uns in einem nächsten neuen abenteuerlichen Video.